Hallo Jungs und Mädels und willkommen zum 6. Spieltag der MDL. Wir sind dran gegen PokGalaxy in diesem Match und ja, wir haben letzte Woche natürlich gewonnen, das heißt, wir haben momentan 3-2 Rekord und den müssen wir natürlich noch ein bisschen aufpumpen mit dem besseren Winning-Rekord, falls wir ja in der Liga noch irgendwas erreichen wollen und in der Top-Drittel oder nur Platz 1 erreichen wollen. Dafür müssen wir natürlich aber die guten Pocky besiegen oder Galaxy, wie er hier in-game heißt. Und ja, das bedeutet natürlich sein Team zu besiegen, was er hier auch gebracht hat. Bevor wir jetzt in das Team reingehen, natürlich die normalen Shoutouts am Anfang. Die gehen einmal an DarthDennis, der das Team für mich gegenert hat, einmal an GoldoaDragon, der das Match für mich aufgenommen hat. Das heißt, das Match wird auch auf Englisch sein. Aber ich hoffe, das ist kein zu großes Problem. Ihr solltet ja auch alle Floskeln und Namen und so ein Kram auf Englisch wissen. Aber ja, das dazu jetzt kurz Überblick. Wir haben bei mir ein speziell defensives Mesprit, ein speziell defensives Fini, Wahlglas Raichu, ein paar 50% wäre Tailglow Manaphy, dann einfach nur Free Text Roost, Bulky, Charizard X und als letztes ein physisch defensives Camry. Quasi der Plan mit dem Ding ist es, Check-Clean alles zu haben und dann mit Manaphy am Ende zu sweepen. Gucken wir uns das Team an. Er hat einen Rotom, einen Lycanroc, einen Neuven, einen Tangela, sein Mega Heracross und sein Nidoking. Also keine zu großen Überraschungen. Er hatte viele Monster, die hätten kommen können und die gehörten auch dazu. Also keine riesigen Überraschungen. Natürlich habe ich auch für andere Monster gepreppt, die jetzt nicht da sind. Aber ja, das sind die Monster. Ein großes Mon, was nicht da ist, das ich gepreppt habe, ist sein Victini. Deswegen habe ich einen Bulky Charizard X gehabt, damit ich da immer rein switchen kann damit. Aber ja, das dazu allgemein Lead. Ich habe mir gedacht, in seinem Team will ich mit meinem Mesprit leaden, weil sein einzigen Rocker sind entweder sein Lycanroc und sein Nidoking und Lycanroc loszuwerden und zu weaknen ist schon mal nice. Und gegen Nidoking ist Mesprit natürlich mein Check dagegen. Skarmory ist das Problem, der ist jetzt ein bisschen gepressured, weil beides sein Lycanroc gemacht, sein Z-Move-User noch ist und sein Mega Heracross. Und wenn Mega Heracross für Nahkampf geht, dann ist es sogar ein Two-Hit gegen mein Full physisch defensive Skarmory. Ist einfach so bulky, so offensiv wie, oder es kann ein Two-Hit werden. Ist einfach so stark wie Mega Heracross ist. Aber ja, ich liebe mit Mesprit, wie schon erwähnt, entweder Leader Lycanroc, dann kann ich direkt mit Psyshock gehen, dann ist es Sash, den brechen und so weiter. Und wenn er mit Nidoking Leader, kann ich wohl erwarten, dass er rausswitchen. Ich kann direkt für meine Stealth Rocks gehen. So oder so lead ich hier mit meinem Spritty, mit meinem Mesprit. Und wir sehen, dass die Gegner entscheiden, mit Aquatom, seinem Rotom zu leaden. Und da ich speziell defensiv bin, habe ich jetzt mal keine zu großen Sorgen, was das Ding nämlich machen wird. Ich gehe einfach direkt für die Tarnsteine und kriege die Runde 1 raus, was sehr nice ist. Er geht für den Volt-Switch, was ein bisschen Damage macht. Aber von Damage können wir schon sehen, okay, das ist kein offensives Rotom, das ist mehr wahrscheinlich ein defensives. Wahrscheinlich für meinen Charizard habe ich an diesem Punkt gedacht. Und er geht direkt hart in sein Heracross, was mich sehr überraschend war, weil sein ganzes Team hat auch keine Psychic-Drills gehabt. Hätte ich auf dieses Rotom, hätte ich auf die Psychic drücken können. Aber wie schon erwähnt, ich habe keine wirklich guten Switch-Ins in sein Heracross. Falls er für sowas wie Knockoff geht, kann ich tatsächlich sogar überleben. Oder falls er Close Combat oder Rock Blast geht, um meinen Skarmory zu blicken. Pin müsste natürlich würde ich ausknocken, aber Skarmory nimmt davon 6%. Deswegen weiß ich nicht, ob er für Runde 1 geht, aber es tut er. Und ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass er ein bisschen overpredicten würde, aber er spielt safe und nimmt damit meinen Mesprit hier raus. Ich kriege mal 5% wäre, aber die wird nicht, ja, das wird egal sein. Weil, ja, die anderen 2 Hits von der Pin-Missile werden mich ausnocken. Und leider verlieren wir unser Mesprit direkt, was Nidoking ein bisschen scary macht. Aber dann Mega Heracross war einfach zu problematisch. Es ist einfach zu stark quasi. Ich habe keine gute Zwischenzeit. Ich kann es einfach Revenge killen mit verschiedenen Mons. Wie zum Beispiel mit Jeff, unser Mega Charizard hier. Das habe ich jetzt hier reingeswitcht. Zum einen kann es das Revenge killen. Zum zweiten kann ich dann meine Mega Evolution bekommen. Das heißt, wenn er die Rocks bekommt, dann kriege ich nicht mehr 50% Damage. Und ich gehe einfach direkt für den Flare Blitz. Und ja, mache eine Menge Damage gegen was auch immer jetzt hier sehen. Und ja, wir sehen das Rotom kommt rein. Ich gehe für den Flare Blitz. Falls physisch defensiv ist, wird es natürlich nicht so viel machen. Und was ich auch erwarte an diesem Punkt, weil, wie gesagt, es war ein Bulky Rotom. Ich weiß nicht, für was sonst Bulky sein sollte. Und ja, wir gehen für den Flare Blitz und machen ein wenig Damage gegen das Rotom. Und mit ein wenig meine ich eine super viel Damage. Nach Rocks sind das 50%. Und das ziemlich eindeutig, weil das heißt, nach Rocks Dragon Claw, weil das mehr als 50% macht. Und dafür gehen wir jetzt auch. Und ja, wir knocken Rotom aus. Also ich habe nicht erwartet, das war anscheinend kein physisch defensives Rotom, anscheinend mehr speziell defensives oder sowas. Auf jeden Fall, ja, knocken wir Rotom aus, was schon mal sehr nice ist. Steht 5:5 wieder und er geht ja in seinen Neuven, in seinem Batman. Und wir wollen natürlich keinen Draco hier tanken, deswegen switchen wir raus in unser Fini, was unser Switch in Neuven ist. Das sollte jeden hin tanken und wir können es natürlich mit dem Moonblast direkt rausnehmen und so weiter. So, wir gehen unsere Wupfel. Nächstes Terrain kommt raus und wie wir sehen können, entscheidet hier sich nicht für den Draco zu gehen, sondern für den Tailwind. Und das macht es ein bisschen scary, weil das macht Monster wie sein Heracross und sein Nidoking super große Threats gegen mein Team, wenn sie einfach schneller sind. Deswegen gehe ich jetzt auch hier nicht für den Moonblast zu gehen, falls ihr das zacken wollte, damit er eine Turn mehr hat. Deswegen entscheide ich mich hier für den Abschlag zu gehen, weil damit würde das Neuwind überleben. Ich dauere eine Runde von Tailwind und so weiter. Aber jetzt geht er sein Tangela, was für mich vollkommen okay war. Okay, gut, wenn er sein Tailwind mit Tangela nutzen will, kein Problem von meiner Seite. Ich habe hier einen freien Switch in
mein Charizard. Das ist wirklich nichts, was Tangela gegen mich machen kann. Das Beste wäre wahrscheinlich ein Leech Seed, weil durch Status kann man nicht, weil Mr. Terrain draußen ist. Und wie ihr seht, geht er auch tatsächlich für den Leech Seed hier und kriegt ein bisschen Chip Damage auf meinen Charizard drauf. Hier mache ich jetzt tatsächlich ein kleines Missplay, weil ich habe mir überlegt, okay, er könnte in seinen Lightning Rock gehen und das kann ich machen mit Flareblitz weniger als 5% und kann so weiter überleben, bla bla. Jetzt gehe ich tatsächlich für die Dragon Claw hier statt den Flareblitz, aber ich habe vergessen, dass Terrain draußen ist, deswegen im Endeffekt wäre es egal gewesen, weil erst wenn er Lightning Rock geht, mache ich halt nur die Hälfte wegen dem Terrain draußen. Ich hätte einfach hier für Flareblitz gehen sollen, also das war ein Missplay von meiner Seite. Es hätte auch das Tangela hier ausgenockt, weil wir natürlich an Evolite losgeworden sind und das wäre auch nice gewesen, schon mal direkt das Tangela hier loszuwerden. Und ja. Jetzt gehe ich durch den Flareblitz, jetzt habe ich gemerkt, ich habe es geklickt und dann nach ein paar Sekunden gedacht, ach halt, Terrain ist ja draußen. Jetzt merke ich es natürlich und gehe für den Flareblitz. Jetzt switche ich natürlich raus und sein Overdog, also werden sein Tangela schon loswerden können, aber ja, leider bleibt es nochmal für eine Runde halten. Oder jetzt gehen wir für einen Roost, ne, mein Me. Wir gehen tatsächlich für einen Roost, weil wir unter 5% waren. Ich habe gedacht, ich kann auch ein bisschen Health gebrauchen, um alle Hits zu tanken. Und ja, das heißt natürlich, sein Overdog hier hat einen freien Switch bekommen und kriegt die Leech Seed Recovery. Und ja, das ist ein bisschen problematisch. Aber nicht zu problematisch, wir haben natürlich unseren Switch in den Skami, ist not full health und selbst wenn er fürs Schwert hast oder sowas geht, ist das nicht zu krass. Deswegen switche ich aus in den Skami und können mal scouten, was für eine Variante ist. Also, ihr könnt auch für seine eigenen Rocks gehen, dann könnt ihr die folgen, den ganzen Kram, aber geht vielleicht direkt für die Stone Edge und von diesem Damage können wir schon sehen, dass es kein Boosting-Items, Lightning Rock, also sehr wahrscheinlich Z-Move, sehr wahrscheinlich, weil ja, der Signature Z-Move von Lightning Rock ist ziemlich stark gegen mein Team und allgemein noch ziemlich stark natürlich. Ich gehe jetzt hier von Ironhead, wird viel Damage gegen das Ding machen, leider nicht ausnocken und macht natürlich eine Menge Damage gegen alles, also akzeptablen Amount von Damage gegen alles, was rein switchen will. Switch in sein Nidoking, kriegt ein bisschen Chip Damage dagegen und ja, jetzt habe ich überlegt, was switche ich in Nidoking rein. Ich habe ein paar Probleme, ihr könnt für Flamethrower gehen, ihr könnt für Thunderbolt gehen, so oder so. Was beide Hits natürlich überleben kann, das Ding ausmacht, ist tatsächlich mein Raichu. Deswegen switche ich hier meinen Raichu, ist zwar nicht bulky, aber es kann beide Hits überleben, schneller sein und damit mein Wahlglas Surf das Ding ausnocken. Und hier gibt es tatsächlich für Thunderbolt, also das Bessere von beiden für mich. Leider bin ich nicht Lightning Rod, weil ich Surf habe. Aber jetzt kann ich hier für den Surfer gehen, das Ding potenziell ausnocken, aber leider switcht er raus. Hat wahrscheinlich Angst. Ich weiß genau. Hinbau Eis hätte wahrscheinlich nicht ausgenockt, aber wahrscheinlich hat er gewusst, dass ich Surfer habe. Switcht hier rein in sein Tangela, was ja natürlich resistent dagegen ist, aber dadurch, dass das Evolite weg ist und es wahrscheinlich nicht so speziell defensiv ist, macht es natürlich immer noch einen guten Amount von Damage. Wir sehen hier ungefähr 30%. Und ja, wir haben einen neuen Switch wieder in unser Charizard, was wir auch hier tun werden. Und ja, diesmal kann er mich tatsächlich statusen, wenn er es will, aber ich erwarte hier eigentlich wieder ein Leech Seed von ihm. Aber wie ihr sehen könnt, ich hatte das Toxic, also er hat den Status Move auf seinem Tangela, obwohl wir Misty Train haben. Aber ist natürlich fair, Misty Train ist ja nicht die ganze Zeit auf dem Feld, wie ihr sehen könnt. Und Toxic mein Charizard, was ein bisschen nervig ist, aber natürlich nicht zu problematisch für den Charizard. Da dieser Victini nicht da ist hauptsächlich nur da, um starke Attacken zu rücken. Und das werde ich jetzt nicht tun. Diesmal durch direkt den Flareblitz und diesmal bleibt auch wieder drin, das heißt, wir knocken das Tangela aus. Und ja, goodbye Tangela, jetzt bist du weg. Solltest schon ein bisschen früher weg sein, aber durch mein Let's Play hast du ein bisschen länger überlebt leider. Und ja, durch Toxic Damage sind wir wieder bei ungefähr 50% mit unserem Charizard. Und jetzt switche ich aus in Batman in sein werden. Und ich entscheide mich hier nochmal rauszuswitchen in mein Fini, weil obwohl Charizard nur 5% ist und toxidisiert, es ist immer noch eine Methode, dass das Heracross sehr gut zu Revenge killen. Ich switche nochmal raus in mein Fini. Weil ich erwarte, dass er diesmal für eine Attacke wahrscheinlich geht gegen mich. Aber wie ihr sehen könnt, entscheidet es tatsächlich direkt nochmal für den Tailwind zu gehen. Was wieder, wie gesagt, sein Heracross und sein Nidoking ein bisschen scary, wenn nicht sogar sehr scary gegen mein Team machen. Das heißt, ich gehe jetzt für den Nature's Madness. Falls er rausswitchen wollte, kriegt er 5% auf alles und falls er drin bleibt, stall ich einen Turn raus. Deswegen gehe ich auch für den Nature's Madness. Und er geht für den Hurricane hier, macht ein bisschen Damage gegen mich. Natürlich, ich bin speziell defensives Fini. Also nicht Mike Spell, aber ein bisschen Sped-F. Und hier gehe ich jetzt für Knockoff, weil ich habe echt erwartet, dass er hier rausswitcht. Direkt in irgendwas, weil ich letztes Mal für Knockoff gegangen bin. Aber diesmal gehe ich jetzt direkt für einen Knockoff. Jetzt geht auch für die U-Turn. Ich weiß nicht, warum er für letztes Mal nicht gegangen ist gegen mein Fini. Und das switche hier raus in sein Heracross, was ich auf jeden Fall nicht erwartet habe. Wäre ich für Moonblast gegangen, hätte ich das Ding hier locker to-it KO'd. Aber ja, er hat wahrscheinlich die Knockoff sehr nice predicted. Also sehr, sehr aggressiver Play und sehr ballsy Play von ihm. Hier geht ich für einen Rockblast, der Mist, was in dem Sinne nicht gemändert hat, den hätte ich so oder so überlebt, weil ich die 5% Beere habe. Hätte halt wie bei Mesprit nach ein paar Hits die Beere bekommen. Leider reicht der Modus aber nicht aus, um ihn auszunocken. Der Tailwind ist aber weg. Und jetzt könnte ich dann tatsächlich schneller sein als er. Aber wir sehen können, ist er ein sehr schnelles Heracross und schneller sein als ich. Deswegen geht er für einen Bullet Seed hier. Und ja, das würde ich auch ausnocken. Ähnlich wie mit Mesprit werde ich tatsächlich meine Beere hier bekommen, aber das wird nicht ausreichen, um ja, mich vor diesem Bullet Seed zu retten. Wie gesagt, ich bin wieder drin geblieben, weil ich habe keinen Switch hinter rein. Alles würde theoretisch sterben können, wenn er den richtigen Move klickt. Und ein Switch, den ich habe, ist mein Skarmory. Und Skarmory brauche ich, wie gesagt, immer noch Healthy für das Lightning Rock, weil das ist, wie erwähnt, sehr wahrscheinlich Z-Move. Und ja, Fini geht raus. Und jetzt bin ich hier frei, in irgendein Monster zu gehen. Und ich muss auf jeden Fall in ein Mon gehen, was kein Setup für Lightning Rock erlaubt. Das einzige 2 Monster, die ich dafür habe, sind Raichu und mein
Manaphy, und ich entscheide mich tatsächlich immer Manaphy zu gehen, weil Manaphy ist bulky genug, um auch einen Hit von Like Rock und ein paar andere Monster zu überleben, und ich natürlich 50% wäre, um noch ein bisschen Health zu bekommen. Deswegen gehe ich hier für den Surfer, knock einfach das Ding aus. Das heißt, sie werden hier das Heracross los, und jetzt geht er in sein Batman, in seinen Neuwürden direkt. Und jetzt war ich ein bisschen überlegt, okay, jetzt könnte es problematisch werden. Zum einen könnte er hier für seinen Tailwind gehen, was wahrscheinlich das Play ist. Er hat bisher immer Tailwind damit gedrückt. Aber er könnte auch tatsächlich auch Roost haben. Und mit dem Set, was ich habe, kann ich ihm, wenn er Roost hat, nicht auslocken. Ich habe Psychic, ich habe Energy Ball und ich habe Surfer und die Tailglow natürlich. Und letztendlich habe ich halt erstmal zu Scout, was er vorhat, erstmal für den Surfer zu gehen. Aber er geht natürlich mit Tailwind. Was jetzt sein Nidoking natürlich zu einem Problem macht, weil das ist schneller als mein ganzes Team. Aber er hat tatsächlich nicht genug Tailwind-Turns, um alles auszunocken. Das heißt, er kann mich nicht komplett sweepen, aber er kann eine Menge Damage jetzt mit seinem Nidoking machen, abhängig davon, wie das jetzt alles läuft. Aber ich gehe zum Calculator, dadurch, dass ich ein mehr bulky Manaphy bin, kann ich tatsächlich jeden Hit von Nidoking überleben. Selbst ein Thunderbolt würde mich nicht auslocken und würde mich tatsächlich in die 50% Range bringen. Und was ich jetzt hier auch hoffe, weil wenn ich die Beere bekomme, dann bin ich auch out of range für das Stone Edge von Lightrock. Aber ich gehe nicht für Sludge Wave, spiele das ein bisschen safer hier, hit alles außer mein Skarmory, was ich nie mehr neben reingeswitcht wäre. Und ja, wie wir auch nach dem Match miteinander geredet haben, wollte in diesem Punkt auch einfach nicht meine Beere triggern, falls ich sie habe, damit ich einen Lightrock Range bin. Jetzt knocke ich das Ding natürlich mit dem Surfer aus, bin ziemlich low. Und jetzt hat er seinen Overdark. Und Overdark kann sehr problematisch werden, weil das einzige Mon, was ich habe, was einen Hit davon tanken kann oder auch einen Hit von +2 tanken kann, ist mein Skarmory. Skarmory kann auch ein +2 Stone Edge von dem Ding überleben. Was es nicht überleben kann, ist ein +2 Z-Move natürlich. Und ein Problem ist auch, Skarmory tötet das Ding nicht mit Ironhead. Das Ironhead macht maximal 85%. Er hat eine Runde Rocks bekommen, das heißt, er ist bei 87,5% oder sowas. Das heißt, wird jetzt hier noch sehr problematisch werden. Wann geht er für den SD, wann geht er für den Z-Move? Kann ich dann rausswitchen und mit Skarmory reingehen und damit nochmal Ironhead drücken und sowas? Selbst in der Range, wo ich mit Skarmory bin, kann ich einen +2 Stone Edge überleben, ohne zu boosten. Ich bin out of range dafür. Ich sterbe natürlich gegen Z-Move. Das heißt, es kann jetzt hier noch problematisch werden, wann der Z-Move kommt und wann nicht. Ich drücke immer einen Surfer, er misst die Stone Edge und ja, das entscheidet das Game natürlich direkt schon. Wie gesagt, es wäre eigentlich noch spannender geworden, wann er seinen Z-Move drückt, kann ich da richtig rausswitchen, kann ich das richtig predikten. Wenn ich in Full Health bin, kann ich auch einen +2 Z-Move überleben, wegen Sturdy natürlich. Das heißt, das wäre noch cool gewesen, aber wie gesagt, leider hat Ironhead nicht gereicht. Und ja, das ist jetzt GG, das ist das Ende des Matches für uns. Wir gewinnen 4:0, nur unser Matchbot und unser Fini haben das Match verlassen müssen. Aber ja, auf jeden Fall ist das Match deutlich also ungefähr um 200% leichter gemacht. Wie gesagt, davor, es war noch nicht entschieden. Es wäre darum gegangen, wann drückt der Schwertanz wirklich, wann drückt er seinen Z-Move und so weiter und so weiter. Ja, und der Mist hat es einfach alles weggenommen. Ein Mist, den ich nicht gemacht habe, war der mit Glurak, weil wäre ich direkt für Flareblitz gegangen, dann wäre sein Ding aus gewesen, dann hätte dein Lightrock, wenn es einmal reingeswitcht wäre, kein Lead Seed bekommen nach den Stealth Rocks, und nach 2 Stealth Rock Runden wäre es natürlich in Range von Ironhead gewesen von meinem Skarmory. Und das hätte natürlich alles einfach gemacht, weil dann hätte ich nur einmal Roost drücken müssen. Selbst wenn er für den Schwertanz angeht, kann ich alles überleben, dann von Ironhead gehen und boom, er ist tot. Und oder ich hätte auch direkt für Ironhead gehen können. So oder so. Mein Missplay hat das Match leider ein bisschen spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Und dann hat der Hex das wieder rausgenommen. Also, ja, natürlich lucky in diesem Match hier. Aber ich sag trotzdem, es war ein GG. Ohne den Hex wäre es nochmal sehr spannender geworden. Aber ja, jetzt haben wir leider so gewonnen. Und ja, wir nehmen natürlich jeden Sieg, den wir kriegen können. Auch wenn es durch Hex ist. Wir werden in irgendeiner Liga auch nochmal durch Hex verlieren. Und dann gleicht sich am Ende immer alles aus. Also, das ist meine Meinung zu den ganzen Sachen. Prozentzahlen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Am Ende kannst du nur hoffen, dass sich irgendwie ausgleicht. Und ja, das alles zu diesem Upload. Natürlich GG zu unserem Opponent. Checkt natürlich seine Seite aus. Er macht ein Live-Recording von diesem Match. Das heißt, wenn ihr mir auf Live-Recording steht, ist das euer Kanal. Und natürlich auch checkt GoldoaDragon aus und den guten DarthDennis, die mir ausgeholfen haben mit Match-Recorden und Team-Gen. Aber das alles von mir. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.